Frau Bhatia, Sie wurden als Kind von einem Jagdhund angefallen und erlebten dabei eine Nahtoderfahrung. Können Sie schildern, wie es zu dem Unfall kam? Ich war ein kleines Kind, ungefähr 5,5 Jahre alt und, meine Mutter ist gelernte Erzieherin. Sie hat, auf, 3 Kinder in einem Haushalt aufgepasst, wo auch ein, Jagdhund lebte. Und, dieser Jagdhund war auch schon mal, auffällig, hatte schon mal gebissen, den Postboten und, wurde, draußen gehalten. Und dann, es war recht warm und das Kind, also eines der Kinder, was sie betreut hat, war ungefähr in meinem Alter und wir waren, draußen gemeinsam und, haben dort gespielt und da lief auch der Hund rum. Meine Mutter hatte mir auch schon gesagt, ich soll nicht zu nah an den, Hund, rangehen und, wir spielten da und der Hund hatte 'n toten, Vogel, entdeckt und, das war quasi seine Beute und da war ich sehr, sehr neugierig und, der Junge auch und wir sind dann etwas näher immer näher an den Hund ran und haben da zugeschaut, was er mit diesem toten Vogel, macht. Und, irgendwann bin ich wohl zu nah dran gekommen, beim Zuschauen und, mit meiner Neugier und, ja, da hat der Hund mich, angefallen, wahrscheinlich, weil er gedacht hat, ich nehme ihm die Beute weg, und, hat mich erst zu Fall gebracht auf dem Boden, stand, auf meinem Brustkorb und hat einmal, mich, an der, Kehle hier gepackt, so wie er wohl abgerichtet war, schätze ich mal, weil es war so der erste Biss, der erfolgt ist. Und dann an, meiner, linken Wange als auch am Auge oberhalb. Und, also, in den, Brustkorb hat er auch versucht zu beißen, aber es ging hauptsächlich an der Kehle und, im Gesicht hat sich das abgespielt, als ich dann eben, am Boden lag. Wie erlebten Sie die Nahtoderfahrung? Da war noch alles, relativ, dass ich, das, ja, halb mitbekommen habe und halb nicht. Das war immer so 'n, ja, man kann sagen, so 'n Wechsel. Also, was ich ganz aktiv, mitbekommen hatte, war, dass ich auf dem Arm meiner Mutter war und, sie mich, gepackt hatte und um Hilfe geschrien hatte und auf die Straße gelaufen ist. Und, da, war's so, also, ich hatte keine Schmerzen. Also, ich wusste auch gar nicht, wieso meine Mutter so, aufgeregt war. Ich, habe in Erinnerung, das wurde mir jetzt aber nie von irgendeiner Seite bestätigt, dass ich da auch mal kurz um Hilfe gerufen hätte, aber quasi aus Solidarität mit meiner Mutter und nicht, weil ich die Situation als, schrecklich oder schlimm eingestuft, hatte. Weil also, eigentlich konnte ich so von oben auf die Situation draufschauen und, da hatte mich meine Mutter im Arm und, alles war in Ordnung und, also, ich war quasi nicht mehr, also, wie wenn ich nicht mehr in diesem Körper, bin, auf dem Arm meiner Mutter, sondern von oben drauf guckend und, alles ist gut, alles ist hell, alles ist freundlich und warm und schön. Also, trotz dieser schlimmen Situation so 'ne gewisse innerliche, Zufriedenheit, Ruhe und gar keine Panik und, ich konnte es auch gar nicht so richtig eins zu eins wahrnehmen, dass meine Mutter, also, sie hat mir natürlich immer von diesen, wie schlimm das für sie war und so weiter, weil mein Auge hing raus. Ich war so 'n blutender Fleischfetzen und, ich konnte das nie gar nicht so nachvollziehen, immer nur aus ihrer Erzählung, aber so, als hätte ich das nicht selbst, erlebt. Das waren irgendwie so 2, äh, ja, zwei Leben quasi, wenn man das so nennen kann. Das eine Leben, was von oben beobachtet und das andere Leben, was dem das unten passiert. Wie wurden Sie aus dieser schlimmen Situation gerettet? Also, das ging immer relativ, bruchstückhaft. Wir, waren dann wohl, also, ab bei manchen Zeitpunkten weiß ich nicht, ob ich das weiß, weil ich das von Erzählungen weiß oder weil ich das selber mitbekommen habe. Aber, also, meine Mutter hat dann,
auf der Straße halt um Hilfe geschrien und das war ein kleines, ja, was heißt klein? Also es war ein Ort und da normalerweise fuhren da keine Taxen und gerade ausgerechnet da hatte sie Glück und hat also nicht wie in der Großstadt, wo ständig Taxen oder irgendwas sind. Und da hatte sie Glück, da war ein äh, Taxifahrer oder Dialysefahrer oder sowas in der Richtung gewesen, hat sie mitgenommen mit mir und wusste auch sofort, wo man zur Unfallchirurgie, zu einem Unfallchirurg gehen kann, der dort entsprechend die Versorgung sofort übernehmen konnte. Und das war relativ kurz von den Abständen her. Ich kann mich dann noch erinnern, dass ich da auf der Liege beim Chirurg lag. Also das habe ich dann wieder meiner Meinung nach so mitbekommen, dass ich das da dann auch tatsächlich unten war. Und man hat mir den Pullover aufgeschnitten, um die Wundversorgung vorzunehmen, also einmal so quer und den Rest auch von der Wundversorgung alles vorzunehmen und zusammenzunähen und quasi Blutungen zu stoppen etc. sowas. Und das merkwürdig, wie ich das merkwürdig empfand, also so im Nachhinein später, ich hatte überhaupt gar keine Schmerzen in diesen Momenten, auch als das Auge hing etwas raus. Meine Mutter hat schon gedacht, sie müsste mir ein Auge spenden und also ganz dramatische Szenen und für diese Dramatik hatte ich null Schmerzen. Also das war das Merkwürdige da auch noch. Im Nachhinein glaube ich, was mir in der Situation extrem geholfen hat, als ich mich oben gesehen habe, ähm, es war ja einfach nur hell und ich konnte so nicht wirklich wahrnehmen. Also ich habe mich wie beschützt und behütet gefühlt, aber ich konnte das nicht definieren. Wer beschützt mich, wer behütet mich denn da? Man braucht ja immer irgendwie sowas, macht das der liebe Gott oder also sind da irgendwelche Engel oder sonstiges. Und im Nachhinein weiß ich, also mein Opa, also ich bin Halbinderin, mein Opa in Indien, der war Chirurg und ich weiß gar nicht, ob er zu dem Zeitpunkt noch gelebt hat oder ob er da schon verstorben war. Ich weiß aber, also er war auf jeden Fall, das ist einfach wie so ein inneres Wissen. Natürlich kann man sagen, redete sich schön oder sonst was, aber es ist meiner Meinung nach ein inneres Wissen, dass mein Opa in diesem Moment uns auch genau, das waren so viele Zufälle, zu diesem Chirurgen gebracht hat und ähm, mich in diesem Moment auch extrem behütet und beschützt hat und nach mir geschaut hat. Also das ist so das im Nachhinein empfinden, weil ich auch immer überlegt habe, wieso war es da so hell, wieso war es da so warm und was war da überhaupt und so schön und weil die Situation an sich war ja dramatisch und schrecklich und ja, da habe ich immer so für mich nach einer Antwort gesucht, was war da überhaupt und bin dann von meinem Gefühl her, was der Verstand eben nicht beschreiben kann, zu genau diesem Ergebnis gekommen. Was für eine Auswirkung hatte diese Erfahrung auf Ihr Leben, auf Ihr Weltbild? Ich habe erst sehr viel später dann ähm, mit dieser Situation und mit dieser Information was anfangen können, als mein Vater in die, ich nenne es mal geistige Welt übergetreten ist, weil das Wort verstorben, auch wenn man das umgangssprachlich sagt, mag ich nicht sehr gerne, weil ich für mich zu dem Ergebnis gekommen bin, klar, der Körper kann gehen, aber was ist denn mit dem Inhalt, mit der Seele, mit der Energie, die diesen Menschen ausgemacht hat? Und ich bin für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass das nicht vergeht und dass das da ist und da bleibt. Und das hat mir dann später geholfen, es hat sich wie so ein Puzzlestück zusammengefügt, dass mein Vater sehr wohl
noch für mich da ist und ich mit ihm, also es gibt keine ungeklärten Dinge zwischen meinem Vater und mir. Ich konnte alles auch noch klären im Nachhinein, weil er einfach immer da ist und mir Dinge beantwortet, die noch offen waren. Und so hatte ich das wie ein Puzzle gefügt, dass eben auch dass auf jeden Fall mein Opa war, der dort aufgepasst hat und dass beide für mich da sind in jeder Situation, in der ich sie brauche und anfordere quasi. Kann man sagen, dass dieses Erlebnis Ihnen die Tür zum Spirituellen etwas geöffnet hat? Auf jeden Fall. Ich habe es als Kind, als junges Mädchen und als junge Erwachsene auch, habe ich die Situation immer verflucht und als unschön empfunden, weil es ist natürlich eine blöde Situation, dass man entstellt ist. Ich habe hier eine Narbe an der Kehle, 1 Zentimeter von der Luftröhre entfernt ging das lang. Ich habe die linke Wange entstellt, ich habe das Auge auch vernarbt. Am Brustkorb sieht man nichts mehr, aber es ist ein sehr schwieriges, unschönes Erlebnis gewesen, was sich wirklich jetzt zum Guten gewandelt hat. Hätte ich dieses Erlebnis nicht gehabt, hätte ich jetzt nicht das Vertrauen und die Sicherheit, dass mein Vater, mein Opa und mit Sicherheit auch noch viele andere da sind, wenn ich das möchte und auf sie zurückgreifen kann. Also wie im wirklichen Leben, so blöd das klingt, sie sind für mich da. Eine ganz große Sicherheit und hat mir auch sehr viel Existenzangst genommen in meinem Leben jetzt. Frau Bhatia, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.